Zuerst sind wir bei H&M. Der schwedische Konzern ist einer der größten Fast-Fashion-Riesen der Welt und eher für seine niedrigen Preise, nicht aber für nachhaltiges Shoppen bekannt. Oder? 50% recycelt. Im Laden fällt uns auf, fast an jedem Kleidungsstück hängt ein grünes Schild. Sie versprechen 50% recyceltes Polyester und Liva Eco. Viel deutlicher als mit niedrigen Preisen wirbt H&M mit Nachhaltigkeit im Geschäft. Warum macht der Fast-Fashion-Konzern das? Björn von Buchholz ist Kreativdirektor in einer Marketingagentur und weiß, was gut ankommt. Also zunächst mal ist es super, wenn möglichst viele nachhaltig produzieren. Gehen wir mal davon aus, dass sie das auch wirklich tun. Und dass sie das dann kommunizieren wollen, ist auch nachvollziehbar. Denn jedes positive Attribut eines Produktes hilft natürlich beim Verkaufen. Und da gehört Nachhaltigkeit unter vielen Möglichkeiten auch dazu. Die Modedesignerin Bina Nöhr hat ihr eigenes nachhaltiges Label. Rund 20.000 Leute folgen der Fair-Fashion-Influencerin bei Instagram. Ist ein Stirnband aus recyceltem Polyester wirklich so nachhaltig? Wir müssen ja noch mal ganz kritisch auf die anderen Inhaltsstoffe gucken. Und da sind zum Beispiel neben 53% Polyester 25% Acryl, 22% Polyamid. Das sind andere Kunstfasern und somit ist dieses Kleidungsstück dann auch nicht weiter recycelbar, weil man die Sachen nicht wieder in ihre Rohstoffe trennen kann. Somit ist es nicht so gut, wie es vielleicht auf den ersten Blick durch dieses grüne Schild aussieht. Der Vorwurf: Die grünen Schilder sollen suggerieren, dass es sich bei den Produkten um eine umweltfreundliche Kaufentscheidung handle. Auch bei uns assoziieren viele Kundinnen und Kunden genau das mit den Tags. Deshalb möchten wir von H&M wissen, was sie zum Vorwurf des Greenwashings sagen. Die Pressestelle schreibt: Für die H&M Group ist Nachhaltigkeit kein Marketinginstrument, sondern ein Teil dessen, was wir als Unternehmen sind. Unser Ziel ist es, die Auswirkungen in Verbindung mit unseren Produkten so transparent wie möglich zu kommunizieren. Überflüssigen Konsum reduzieren. Das hat sich auch H&M zur Aufgabe gemacht. Sie schreiben uns: Wir sind uns darüber im Klaren, dass die H&M Group Teil des Problems ist, aber wir sind auch entschlossen, Teil der Lösung zu sein. Wir möchten Überproduktion grundsätzlich vermeiden und bemühen uns, nur das produzieren zu lassen, was wir auch verkaufen können. Wie sieht es bei anderen Unternehmen aus? Wir gehen nach nebenan, zu Tchibo. Auch hier lesen wir mit recyceltem Material oder mit Bio-Baumwolle. Hier Fasern aus der Natur. Und diese Mütze ist aus PET-Flaschen hergestellt. Bio-Baumwolle und recyceltes Material. Auch Tchibo will nachhaltig sein. Doch gleichzeitig findet man im Laden auch noch solche Produkte. Eine Eisgesichtsbehandlung und einen Veggie-Würstchenbereiter. Außerdem einen Eierkarton aus biozirkularem Kunststoff. Doch wie passt das mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen? Wir sind nicht perfekt, wir sind noch auf dem Weg. Diesen Teil der Kommunikation darf man nicht verschweigen. Wir haben noch Lücken. Für uns fängt Greenwashing dort an, wo Selbstverständlichkeiten als große Innovationen herausgearbeitet werden. Um die Kundinnen und Kunden künftig vor Greenwashing zu schützen, hat sich die EU auf ein neues Gesetz verständigt, das Greenwashing verbieten wird. Auch das Bundesumweltministerium erhofft sich dadurch mehr Klarheit. Oft gibt es solche allgemeinen Umweltaussagen wie öko, grün, bienenfreundlich und man weiß eben gar nicht, worauf das eigentlich beruht. Ich glaube, dass dieses Gesetz tatsächlich sehr wirksam Greenwashing unterbinden wird, weil dann werden auch Wettbewerber auf den Plan gerufen, die eben dann gegen ein solches Unternehmen klagen und sagen, das ist nicht in Ordnung, dass da dieses Siegel drauf ist. Bisher gab es bei Greenwashing keine rechtlichen Folgen. Mit dem neuen EU-Gesetz kann sich das ändern, vor allem bei vagen Aussagen, die nicht immer transparent und nachvollziehbar sind.